Man kann ihn nicht riechen, man kann ihn nicht sehen und man kann ihn eigentlich auch nicht hören. Und doch bringt er manche Menschen möglicherweise um den Verstand. Die Rede ist vom Infraschall. Infraschall entsteht offenbar durch das Rotieren von Windrädern. 455 neue Windkraftanlagen sind allein in Schleswig-Holstein in diesem Jahr entstanden. Und je größer ihre Zahl, desto häufiger gibt es auch Beschwerden. Ines Rüchel mit der politisch unkorrekten Frage: Macht saubere Windenergie womöglich krank? Es sieht aus wie ein Traumhaus. Ein Altbau in der schleswig-holsteinischen Natur. Doch dann kam die Invasion der Windräder und mit ihr der Albtraum. Als das Ehepaar Hochewehn das frühere Wasserwerk kaufte, standen hier zwei kleine Anlagen. Jetzt ist ihr Grundstück umzingelt von rotierenden Riesen. Wie viel habe ich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 komme ich auf. 2 Monate nachdem neben ihrem Haus eine neue Megawattanlage in Betrieb ging, fingen die Beschwerden an. Ich bin zum Arzt gegangen und gesagt, mit mir stimmt was nicht. Ich kann noch 2 Tage durchhalten, glaube ich. Und dann kann ich meinen Betrieb nicht mehr führen. Also ich hatte panische Angst. Wir wussten damals nicht, was es war. Und dann wurde mir ein Burnout attestiert. Und dann hat Peter gesucht, weil ihm ging das ja auch nicht besser. Und dann sind wir auf Infraschall gekommen. Weil, wenn du vorher topfit warst, da musste irgendwas sein. Infraschall sind Töne, die so tief sind, dass Menschen sie normalerweise nicht wahrnehmen. Die Hochewehns sind jedoch davon überzeugt, dass sie die tiefen Frequenzen spüren und sogar hören. Mit der Ruhe im Schlafzimmer ist es vorbei. Es fing langsam an, dass man einmal die Nacht wach wurde, immer so zwischen 2:30 und 3. Und dann war das, als es schlimmer wurde, wurde man schon nach 2 Stunden wach, um 3 wach, also eigentlich alle 2 Stunden wach. Man hat hier gar nicht mehr geschlafen und der Tiefschlaf fehlte. Ihr einziger Ausweg führt sie tief unter die Erde. Der einstige Wasserspeicher des Hauses dient jetzt als Schutzbunker vor den Schallwellen. Ein behagliches Zuhause sieht anders aus. Dies ist der Raum, in dem wir jetzt ja eigentlich wohnen und schlafen und arbeiten. Das ist die große Hilflosigkeit, weil wir haben ja auch noch 2 Kinder. Wir können ja nicht irgendwo fliehen, sondern wir sind einfach im Haus selber geflohen und haben uns wie ein Tier irgendwo ein Schlupfloch. Wir haben es ja wirklich im Keller unter der Werkzeugbank probiert, um einfach schlafen zu können. Wir haben uns Zelte gebaut im eigenen Haus, einfach damit wir schlafen können. Das ist wie eine Folter, wenn man nicht schlafen kann. Der Geschäftsführer des störenden Windparks wohnt gleich nebenan. Wenn sich die Windräder drehen, klingelt bei Norbert Mölgert die Kasse. Die Probleme seiner Nachbarn versteht er nicht. Ich merke es nicht, muss ich sagen. Also von daher ist das dann schwer für mich zu beurteilen, wie Infraschall wirkt. Aber ich selber habe überhaupt keine Auswirkungen. Krank durch Infraschall. Unter Experten ein umstrittenes Thema. Bernhard Vogt gehört zu einer Gruppe von Ärzten, die vor den negativen Folgen für die Gesundheit warnt. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung, der noch nicht genau genannt werden kann, sagen wir mal so um die 20%, die zeigen erhebliche Beeinträchtigungen, die über bloße Belästigungen hinausgehen. Zu diesen erheblichen Beeinträchtigungen gehören zum Beispiel permanente chronische Schlafstörung, die Unfähigkeit zu geistiger Arbeit, die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren und zu erwartende spätere Schäden an den inneren Organen, wie zum Beispiel am Herzen und Kreislauf. Und nicht nur das. In einer Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes heißt es, Zitat, dass negative Auswirkungen von Infraschall auch bei Schalldruckpegeln unterhalb der Hörschwelle nicht ausgeschlossen sind. An der Bergischen Universität in Wuppertal wird die Wirkung von tieffrequentem Schall am lebenden Objekt erforscht. Die bisherigen Grenzwerte gelten als veraltet und für Frequenzen unterhalb von 8 Hertz gab es bislang gar keine Regelungen. Das Problem ist der Schalldruckpegel. Er erzeugt Vibrationen, obwohl man ihn nicht hört. Da haben wir in der Vergangenheit schon die Beobachtung gemacht, dass selbst wenn diese Richtlinie sagt, alles okay, es doch nicht okay ist. Dass manche Leute es hören und dass doch einige von denen dadurch sehr betroffen sind. Die Testpersonen wissen nicht, wann sie beschallt werden. Augen zu ist Pflicht. An den Hirnströmen erkennt Professor Detlef Krahe, ob Infraschall Stress auslöst. Besonders interessant ist dabei die Langzeitwirkung. Geplant dazu ist ein groß angelegtes Forschungsprojekt.
erstmalig in Deutschland. Wenn ich jemanden da 5 Minuten hinsetze und frage, hörst du was oder hörst du nichts, dann ist das eine ganz andere Bedingung, als wenn ich da jemanden habe, der dann vielleicht schon einen Monat dieses Geräusch gehört hat. Und da geht es dann halt um die Frage, wird man immer empfindlicher, also ist man mehr sensibilisiert oder kann man sich an so ein Geräusch gewöhnen? Der Bau neuer Windkraftanlagen wird unterdessen unbeirrt vorangetrieben. Die Branche ist in Feierlaune. Eröffnungen neuer Parks mutieren zu Volksfesten. Auf Gegenwind hat hier selbst der Politiker von den Grünen keine Lust. Das Thema Infraschall, für ihn eine Spaßbremse. Infraschall eignet sich halt für die Gegner hervorragend, weil man es nicht spürt eigentlich. Man kann es auch nicht hören und deswegen wird das so als die Radioaktivität der Windkraft verkauft. Mittlerweile machen mehr als 500 Bürgerinitiativen Front gegen die Windkraft. In Nordfriesland kämpft eine von ihnen um den letzten freien Blick am Horizont. Doch ihre Chancen stehen schlecht. Das Feld ist schon gerodet. Hier ist jetzt nun wirklich die Stelle. Und hier wird es gebaut. Und Ralf, da ist sein Haus jetzt. Ne? Und das sind, wie viele Meter sind das jetzt? 420 Meter. 420 Meter. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig. Also eigentlich bin ich für Windkraft. Ich bin auch für die Energiewende voll und ganz. Ich finde bloß, das ist langsam Wild West geworden, dass jeder, der irgendwie Geld wittert, schnell noch irgendwo da was hinbaut, wo er was hinbauen kann. Und es wird im Großen und Ganzen einfach zu wenig Rücksicht auf die Anwohner genommen und auch auf andere Belange, die eigentlich genauso wichtig für das Dorf sind wie das Geld. Auch in Süddeutschland, wie hier im Schwarzwald, prägen die Rotortürme die Landschaft. Seit dem Bau von 6 Windrädern rund um seinen Hof ist auch die Welt von Konrad Saum aus dem Lot geraten. Bei Sturm brechen seine Pferde aus, immer weg von den Windrädern, trotz Stromzaun. Auch sonst verhalten sich die Tiere merkwürdig. Wir haben insbesondere jetzt auch seit 1,5 Jahren festgestellt, seit eben diese ganz großen Windkraftanlagen stehen, dass die Pferde bei extrem schlechter Witterung, bei Schneesturm, Regen oder allgemeinen Sturm sich gar nicht mehr im Stall aufhalten. Wir wissen nicht warum, aber wir vermuten, dass halt dieser Infraschall oder Körperschall entsprechende Auswirkungen hat, dass die Tiere sich nicht wohlfühlen oder Schmerzen haben. Wir können es nicht ergründen, man kann es ja auch auf den Menschen beziehen. Wenn sie frieren, wenn sie klatschnass sind und da drüben ist ein warmer Ofen, sie gehen da nicht hin, dann stimmt doch irgendwas nicht. Konrad Saum schläft seit 7 Monaten auswärts in einer Ferienwohnung. Er hielt die ruhelosen Nächte nicht mehr aus. Seine Kühe können dem Schall nicht entfliehen. Die Folgen? Kaum ein Tier wird noch trächtig. Letztes Jahr kam nur ein Kalb lebend zur Welt. Auch dieser kleine Bulle wächst nicht richtig, ist permanent krank. Kann immer auch eine Ausnahme sein, klar, dass es auch mal so einen Fall gibt. Aber ich lebe hier jetzt 52 Jahre, bin mit meinen Eltern, mit den Tieren hier groß geworden. Wir haben vielleicht alle 10, 15 Jahre mal eine Kuh mit einer Lungenentzündung oder sowas gehabt. Also wirklich ganz selten, so extreme Fälle. Vor allem Fehlgeburt, das haben wir gar nicht gekannt. Und das haben wir jetzt eigentlich erst seit 7, 8 Jahren. Und seit dieser Zeit stehen die Windräder. Heute soll ein Sachverständiger die Belastung im Haus messen. Infraschall kann Böden und Wände in Schwingungen versetzen. Diese Vibrationen wirken je nach Stärke wie ein Mini-Erdbeben. Laut Behörde werden alle Schallwerte eingehalten. Die Praxis sieht anders aus. Was wir also bei Messungen immer wieder feststellen, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist von dem, was von der Herstellerseite dieser Anlagen behauptet wird, dass die Anlagen alle leiser, ruhiger werden. Im Infraschallbereich, also in den tiefen Frequenzen, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Ja. Während der Messung verlässt die Familie den Hof, bald für immer. Konrad Saum hat ein neues Haus gekauft. Er fühlt sich als ein Opfer der Gier seiner Mitmenschen. Es ist eine Tatsache, dass der Nachbar Millionär wird und man muss wegziehen. Das ist einfach pervers. Also man kann es nicht in Worte fassen. Es ist ein richtiges Drama, das surreal klingt, aber das ist für uns Wirklichkeit. Wenn das Schallgutachten fertig ist, geht er noch einmal vor Gericht. Bis dahin versucht die Familie in ihrem neuen kleinen Reihenhaus zur Ruhe zu kommen. Vor allem die 3 Kinder vermissen ihr altes Zuhause. Vertrieben vom Infraschall. Für Familie Saum ist das kein Zustand, sondern eine Kampfansage. Ja, wir haben eigentlich gar nicht abgeschlossen. Es bleibt unser Zuhause. Wir werden auch sicher oft, so oft wie möglich eigentlich auch immer wieder dahin fahren, wenn es windstill ist, zu Hause grillen, vielleicht auch übernachten, wenn es wirklich windstill ist. Und
Kämpfen werden wir, oder werde ich, solange ich kann, solange die finanziellen Mittel da sind, solange die juristischen Mittel noch möglich sind, um das wieder zurückzuholen in der Form, dass man da wieder lebenswert leben kann. Sein Ziel ist der Abbau der Windräder, zumindest teilweise. In Portugal gab es bereits so einen Fall. Konrad Saum kämpft weiter.